Yeah, you work like a motherfucker. You gotta work your ass off. Yeah. Ja, hab doch noch kurz einen Poster gefetzt, Alter. Laufen wir oder was? Natürlich. Guten Morgen hier. Frisch und munter, auferwacht und direkt auf die Expo. Und da befinden wir uns heute. Tag 2 steht an in Prag. Es sind schon einige Leute, Jungs und Mädels am Start, ja. Und um die wird sich jetzt gekümmert. Jedem wird hier seine Zeit gegeben. Und ja, wir machen einen coolen Tag hier heute auf jeden Fall. In diesem Sinne, gut Kick und bis später. Jetzt wird wieder schön geackert. Hustelt rein hier, was würde ich ohne der Dame hier tun? Gold for Gold, ja? Herrlich. Well, I inspire me. Yeah. So where people can find you on Instagram? Philip La for FILIBLA4. Okay. Thank you. So if you guys want to have something like this, check this 14-year-old guy out. Next big talent. Thank you. Like always, everything's all good. Oh yeah. See you. Yeah. As always, Oh yeah. Oh, yeah. Doing good? Doing real good. Yeah. Don't get too much better than this. Yeah. Oh yeah. Yeah, buddy. You get top 3 this year again? Yeah. Just wide open mouth. That's right. The time is yours. The time is yours for you now. Oh yeah. Hard work, dedication. Got an show over here. Want to take pictures right quick? Yeah. Okay. Go. Yeah, buddy. Yeah, buddy. Yeah, buddy. You want to get in the middle? Yeah. Yeah. Thank you. Yeah, buddy. Lightweight, baby. Nice. Oh yeah. Oh yeah. Big round. Oh, no problem. Good off, okay. Yep, your time is now. Like I said, The time is now. go in there and get you one or two. The goat said it. Or 8. Or 10. Or 8. Whatever you can get. Yeah. Be greedy about it. Jet lag and everything. Oh. Man, it's rough. Yeah, it's rough. It's rough. But I see you and Steve Weinberger traveling like every weekend, back to back to back. Yeah, I'm used to it now. Those old school guys don't slow down. And you We're used to the grind. Yeah. Yeah, oh yeah. Training right now? I train every day. Yeah. Mm-hmm. Yeah, 6 days a week. I see also in your swimming pool you're doing every day. Some exercising, cool exercise, trying to get my legs back right. Nice. Trying to get built back up. I'll get there. It's gonna take some time though. Yeah. Never give up, never quit. Quitters never win. That's what's up. That's a real champ's talent. Yeah. I didn't win 8 Mr. Olympians by quitting and giving up. What advices you have for me, like? Hard work and dedication. Yeah. That's what it's all about. Keep grinding. About having the right people around you. Yeah. You know, with this sport, you need all the support you can get. Yeah. As long as you got the family behind you, ain't nothing holding you up. Yeah, family's everything. Family's everything. Our family did everything for me. Yeah. My whole family helped. Yeah, when you live in the box and do the sport all day, you need somebody to like build up the surrounding. Yep. The legend What show first. is this? That's like me, Chris, and Ramon. What show? Olympia? Olympia. Oh. Battling it out. Classic guys trying to do a most muscular. Hey, you got it going on. Yeah. Can you sign it too? No.
Where you want me to sign in at? Yeah, there, it's okay. That's a thing I can't do right now. Your day coming. Not yet, not yet. You'll be here before you know it. Time flies, bro. Trust me. Yeah, I'm working my ass off. Flies, yeah. Yeah, no problem. This shit needs time, you know. Yeah, well- 25 years old, you can't like Yeah, I started to take everything. Yeah. Yes, okay. Yeah, time flies. You got to go out there and give it all you got Yeah. while you can. You looks up and shit, 5 years be done past. Yeah, that's crazy. That's exactly what I think right now. 5 years was my first Olympia, and It took me time about is flying. 8 years to get to the Olympic run. I started my career in 1990 and won my first Olympia 1998. Yeah, I know that. That's And trust me, like I said, time yeah. flies. You gotta- work like a motherfucker. You gotta work your ass off. You gotta work your legs off, Yeah. like I did. But I love it, you know. Now I'm trying to get my legs back. Yeah, but you get them back. I'll get it easy, back, yeah, yeah, easy. yeah. That's what's up. Like I said, quitters never win. Yeah. So, jetzt geht's auch auf die Bühne. Post down. Naja, Mann, jetzt ist die Classic dran und ich wurde hier gebeten, die Medaillen zu übergeben. Und das mache ich natürlich gerne. Was ist los? Auf Rammstein auch noch, geil. Ja, doch noch kurz einen Poster umgefetzt, Alter. Jawollo. Jetzt haben wir den Job auch erledigt. Jetzt muss ich aber sagen, bin ich schon kurz heiß geworden. Jetzt hatte ich schon Bock drauf, aber das ist auch so ein Ding, warum ich jedem empfehle, auch zu Wettkämpfen zu gehen und sich das mal anzuschauen. Eure eigene Motivation steigt dadurch absolut geisteskrank. Und ja, Mann. Oxygen Crew in the house. Oh, where is Omar? He already left, man. Tom is in! Oxygen Crew. Oxygen Crew. Kuwaiti in the house. Second place, competitor number 5, Chris Boston!
From the United States of America, Martin Fitzwater! We're taking over the Olympia, baby. I got Chris Beck competing. I'm back in the Masters Olympia! Oh, brother! Yeah! First one with me. Thanks, man. What's the best Rammstein song? Firefly. Fire free. Sind wieder da. Tag 2. Wo ist der Bär wieder aufzufinden? In Prag im Gym. Wir gehen nicht in die Stadt und schauen uns was an. Das machen wir danach. Aber erstmal muss geackert werden. Ich habe sau viel Motivation von gestern mitgenommen. Und dann dachte ich mir erstmal, komm, aufstehen, frühstücken und ab ins Training. Die Motivation, die wir gestern bekommen haben, gleich mal umsetzen in gutes Rücken-Bizep-Training. Deswegen, ja Mann, sind wir jetzt hier ins Explode Gym. Explore, der Explorer ist am Start. Nicht nur bei Book of Ra, sondern heute auch in Prag im Gym. Ziemlich coole Maschinen hier und für einen Montagmittag auch ein paar Leute da. Aber ja Mann, wir reißen hier die Hütte ab. Eigentlich wollten wir mit Martin trainieren, aber der Champ hat sich seinen Champ-Schlaf gegönnt. Ist auf jeden Fall verziehen, dass der heute hier nicht aufkreuzt. Aber für uns gibt es auf jeden Fall kein Erbarmen, denn ihr wisst, was das Ziel ist nächstes Jahr. Und deswegen bin ich da on fire und gebe jeden Tag mein Bestes. Und in diesem Sinne haben wir uns hier in das Eck begeben und hauen jetzt mal ein bisschen den Rücken durch. Für uns geht es nach dem Training und nach dem Futtern auf jeden Fall auch auf eine Heimreise. Zurück nach Berlin. Berlin ruft. Dann sind wir aber auch bald wieder on the road. Ja. Ich habe nämlich bald meine OP, die ansteht. Ja, hier. Der Rachen wird erweitert. Für bessere Atmung, besseren Schlaf. Also eigentlich war geplant, die Nasen- und Rachen-OP in einem zu machen. Aber es ist ein bisschen heavy, weil wenn du da nicht vernünftig atmen kannst und dann auch nicht schlucken und so, sind es halt 1, 2 eklige Wochen, wo du nichts machen kannst. Und mit der Nase soll es gar nicht so viel bringen. Ich habe mir da viele Meinungen eingeholt. Das mit dem Rachen bringt es auf jeden Fall, gerade bei mir, weil es einfach anatomisch so ist, dass ich da schlechter Luft kriege. Und wenn man da was rausschneidet, ist auch fürs Alter gut. Also ist schon hier Altersvorsorge, weil je älter man wird, desto schlechter wird die Kollagensynthese. Und Kollagen ist für nicht nur straffe Haut oder schöne Haut, sondern auch straffes Gewebe zuständig. Also Bänder, Sehnen, Muskeln. Und da das da hinten ja auch Gewebe ist und das erschlafft mit dem Alter, ist das Ganze da natürlich umso problematischer. Und ich glaube, mit 25, 26 steckt man eine OP besser weg als jetzt mit 60. Und deswegen wird das Ding einfach gemacht. Und dann soll da alles geritzt sein. Das nennt sich auch der Ego-Stack an den einen oder anderen McFit-Pumper, der auf der Bank immer die 5er oder 10er drauflädt und dann am Ende so 20 10er zu haben. Bin ich eigentlich nicht der Fan. Ihr wisst ja, die Ego-Scheiben aus dem Bunker. Normal benutze ich immer die dünnen, also die dünnen pinken, um das Ego ein bisschen hier zurück in zur Besänftigung zu bringen. Aber hier in Prag wird halt mal richtig das Ego ausgepackt.
Übung, nachdem wir herausgefunden haben, dass die Chest Supported T-Bar auf jeden Fall kacke ist. Fuck this piece. Machen wir halt falsches Latziehen. Also darf man nicht Latziehen nennen. Latziehen, wenn man die Ellenbogen einspreizt. Ich spreiz die hier ab und treffe eher den Teres oder oberen Rücken. Und ja, das ist eine Übung, die macht euch auf jeden Fall so, gerade im Line-Up oder so, macht ihr euch oben auch breiter oder von hinten auch. Sehr wichtig, bevor dann die fetten Lats kommen. Auch sehr wichtig für die Back Double Biceps Pose. Und ja, Stefan sagt, die muss ich mehr machen. Also mache ich sie mehr. Also haben jetzt eine Lattübung gemacht. Jetzt eine für eher den oberen. Und machen danach die geile Rudermaschine. Sätze mache ich so 3, 4, je nachdem. Warm-up-Sätze habe ich jetzt nicht gezählt, aber jetzt den ersten Arbeitssatz gemacht. Mal auf jeden Fall 2 weitere, vielleicht auch noch einen 4. dann in dem Fall leichter. Gerade noch ziemlich intuitiv, wie ich schon in den letzten Videos gesagt habe. Und damit fahre ich momentan auch recht gut. Kann ich jedem mal empfehlen, so Phasen einzubauen. Sind auch wichtig für den Kopf einerseits, andererseits, ja, um einfach ein besseres Gespür für sich selbst zu entwickeln. Und dann läuft der Lachs hier schon. Ansonsten. This is very nice. Better than I'm going. Yeah? Yeah. I know the secret spots. He knows every secret. My brother is here again. So good to see you before you leave. Yeah, sure. No, I have to go to another Yeah, show. no, Spain. I saw. Yeah. This guy is coming. He's I'm coming. Omar, my brother. How are you doing? How are you feeling? Good, for me. Now he's out of season. He's gonna Yeah. kill next year. I know. I've seen him. Inshallah, bro, inshallah. We seen what he did this year. Next year he will do something. Watch his posing. With Kuwaiti chicken. Oh, try the new chicken. Yeah. Go. Go. I can. Go. Okay. Oh. Feels like back in Kuwait. Back in Oxygen Gym with my bro. Yeah. Ah, that's the cool thing about bodybuilding. He's like my family like my brother from my family, and I met him everywhere in the world. I met him more this year than my actual real brother. You know that? But it's so cool, always great fun. And now he's here. This guy, I came to Kuwait with no luggage, nothing. He helped me with everything. He gave me underpants, he gave me like... And now he's here and I take care of him, and that's the great thing. That's the great thing about bodybuilding as well, you know. That's why that's the best sport. Believe me. Iron sharpens iron. This guy, if he comes this time to Oxford, Oh. I will break his legs and his back. Yeah. He will see him next year with something new, something special. Oh, same for you, bro. Same for you. What was it with your board short? Yeah. It was Germany. Germany. Black, yellow, red. Yeah, I know. That's why I did. I was looking at him. That's my boy. Yeah. Representing Germany. So cool, bro. Der Junge, Alter. So ein geiler Typ. Feier ich. Ja, das Schöne, Alter. Ist wirklich so egal, wo man ist. Gell, für dich auch so Backstage, was gestern auch wieder, so nicht immer dieselben Leute, aber so schon immer das Standard-Repertoire da. Und weiß nicht, deswegen feiere ich das auch so, zu Shows zu gehen, mich da mit Leuten zu connecten. Ich weiß nicht, warum das so international ist, das ist voll krass so. Ich war jetzt auch nicht auf so vielen deutschen Shows, muss ich ehrlich sagen. Würde ich gerne öfters machen, aber wir hatten jetzt leider nur eine deutsche Pro-Show, beziehungsweise 2, aber da bei dieser German Pro waren wir, glaube ich, in den USA. Oder ich war auf jeden Fall irgendwo unterwegs, und jetzt bei der Dennis James hatte ein
ein enges Familienmitglied Geburtstag. Und ja, da habe ich es leider verpasst, aber ich glaube, wenn wir so mehr Profi-Shows haben in Deutschland, generell geile Shows, dann kriegen wir auch so ein Get-Together. Und ich glaube, die Szene bei uns ist auch geil oder kann noch richtig geil werden, kann sich noch ausbauen. Und da sind halt geile Shows auf jeden Fall auch maßgeblich dafür oder wichtig, beziehungsweise immer wieder Events, wo man ja, aufeinander kommt, sich trifft, sich connecten kann, geile Zeit zusammen haben kann, Spaß haben kann. Aber die Zeit wird auch noch kommen. Spätestens, wenn ich in Rente bin und meine eigene Show mache. Was? Ja, safe. Ich muss ja wissen, was zurückgehen. Junge, da kommt der Chicken Wing Pump von gestern auf jeden Fall rein. Kommt beim Bankett noch das eine oder andere Chicken Wing, das eine oder andere Stück Gulasch. Der Gulaschpump ist gerade auf jeden Fall da. Ja, ist geil. Bin zwar noch nicht in der Off-Season angekommen und habe die Kalorien auch noch nicht so hoch. Schreibt es mal rein, wenn ihr ein Full Day of Eating sehen wollt jetzt. Können wir auch mal wieder fetzen, was ich so esse. Es fliegt natürlich das ein oder andere Cheat Meal oder die ein oder anderen Cheat Meals so mal in der Woche rein, gerade wenn ich unterwegs bin, muss ich sagen. Daheim. Hier ging es jetzt eigentlich. Ja, eins hatte ich. Ja, ich habe mir auch mal vorgekocht. Jetzt auch für die Rückfahrt 2 Meals dabei so. Aber ich finde so, wenn ich dann mehr cheate, oder was heißt cheaten, mehr auswärts esse eigentlich, weil meistens bestelle ich mir auch einfach nur relativ gesundes, cleanes Essen, weil ich mich einfach besser fühle damit, muss ich sagen. Aber wenn das so vorkommt, dann meistens eigentlich, wenn ich on the road bin. Daheim hat man ja, wir haben auch erst im Auto auf der Hinfahrt drüber geredet, was so deine Standard-Meals eigentlich, egal ob jetzt wie Basti hinter der Kamera so Lifestyle trainiert und nicht jetzt ein Wettkampfziel hat, ist einfach so easy to handle. Man hat so seine 5, 6 Meals, wo man sich immer was zusammenwürfelt und so habe ich das eigentlich auch geregelt. Esse dann meistens immer so denselben Shit, kennt der ein oder andere, die ein oder andere wahrscheinlich von euch. Dann sonst eigentlich so zu besonderen Anlässen, wie jetzt das fast 5-Jährige mit meiner Herzensdame oder so, dann geht man mal schön essen und geht ins Kino. Wenn ich dann wieder aber in die Off-Season gehe, muss ich sagen, nächstes Jahr, dann bin ich da schon meistens immer, bis auf wieder gesagt, wenn ich unterwegs bin, schon so, dass ich da auch sehr hinterher bin, weil ich finde, so eine gute Off-Season, die muss man auf jeden Fall machen, sprich so eine ständige Kalorienzufuhr muss gegeben sein. Es ist wie mit dem Auto zu vergleichen, du tankst da 2 Tage rein, kannst Vollgas fahren, dann isst du mal einen Tag gar nichts, so. Dann ist der Tag zwar scheißegal, aber der darauffolgende Tag machst du zum Beispiel ein Training und da hast du halt nicht so den Dampf, da hast du nicht so die Leistung, regenerativ ist das Essen ja auch extrem wichtig, weil es deinen Muskel erholt sozusagen, um den wieder zu zerstören. Und deswegen, das Schlimmste, was ist so dieses Schwankende. Und das Schlimmste ist auch ganz wichtig, auch für die Leute, die psychisch damit Probleme haben, so mit Cheat Meals, dieses Kompensieren. Lass das bitte sein, lass das bitte sein. Ich habe das auch eine Zeit lang gemacht, dann am nächsten Tag gleich, anstatt eine halbe Stunde oder 20 Minuten Cardio, gleich mal eine Stunde gemacht, so exzessiv. Dann anstatt 4000 Kalorien gegessen, nur 2500 so, weil man das versucht dann auszugleichen. Und das ist halt auch der größte Fehler, weil ihr dann in so einen Teufelskreis kommt, weil dann habt ihr abends wieder Hunger, Bock zu fressen und dann frisst ihr wieder und das ist dann wirklich was ich versuche schleunigst zu ändern, wenn es bei euch der Fall ist. Wenn ihr in der Diät seid schon, also 2 weeks out und dann Scheiße fressen, da muss ich sagen, ja, sollte nicht passieren. Und wenn doch, dann mit Coach kommunizieren und da ehrlich sein, nicht irgendwie auf eigene Faust. Ist mir auch schon passiert, muss ich by the way sagen, aber sollte nicht passieren. Und in der Off-Season oder in der Erholungsphase oder whatever, wie man es nennen will, gönnt euch das, macht am nächsten Tag weiter, wie es auf dem Plan steht, beziehungsweise wie ihr euch sonst auch ernährt und tut da nicht irgendwie anfangen, da hin und her zu schieben, weil das macht dann den Food-Fokus auch nur noch höher. Habe ich ewig lang gebraucht, das zu lernen. Es ist kein einfacher Weg oder kein einfacher Prozess, aber wenn ihr das mal raus habt, wir sind jetzt wie viel, 5 oder 6 Wochen nach dem Olympia? Ich
Ich glaube Ende 5. oder Anfang, ich weiß gar nicht. Jetzt sind wir Anfang 6. Ja, also 6 Wochen nach dem Olympia und ich muss sagen, ich habe jetzt schon wenig bis gar keine Cravings mehr. So, ich esse meine Kerls, ich habe auch abends bin ich satt eigentlich so. Man denkt sich schon manchmal so, ja komm, so klar, Ben Jerry's, wer sagt da schon so, das würde immer gehen, so, aber so wirklich, wenn ich in mich reinfühle, ey, hast du noch Hunger, ist eigentlich immer so das Signal Nein. Das ist sowieso, Digga, würde ich sagen, eigentlich der größte Learning Process, den man so machen muss. Mal wirklich in sich reinhorchen, so, was ist jetzt so Appetit und was ist wirklich Hunger. Und meistens ist halt nur der Bock auf irgendwas. Und der geht aber auch weg, muss ich sagen, wenn ihr, also dumm wie es klingt, wenn ihr clean esst, sauber esst. Clean kann auch sein, ein Toast mit Hühneraufschnitt und Tomate drauf. Also clean ist nicht Huhn und Reis all day long mit Brokkoli und ohne Salz oder so ein Shit. Aber wenn ihr da vom unverarbeitete Lebensmittel isst, überwiegend, klar Toast ist jetzt nicht, aber wenn ihr überwiegend unverarbeitete Lebensmittel isst, dann geht das auch so ein bisschen oder extrem weg. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber oder was bei euch ist, wenn ich auch mal dann so ein fettes Nutella-Croissant snack, dann spiked das so richtig hoch und dann kannst du mir persönlich halt 20 Stück geben und ich heiz die weg. Was auch mal ganz cool ist, aber ich merke dann auch, dann fühlst du dich so träge, so schlapp und einfach kacke auch für die Trainingsperformance. Dann musst du dich eigentlich zu Sachen noch mehr zwingen, als wenn du sauber bist. Deswegen, aber ja, großes Thema. Wenn ich mal über Ernährung mehr eingehen soll, mehr sprechen soll, wenn euch das so interessiert, kann ich das auf jeden Fall auch mal machen. Ist auf jeden Fall auch ein ultra wichtiges Topic. Aber das ist jetzt erstmal egal. Junge, ja, ein bisschen den Trapez ausgearbeitet. Und jetzt mache ich glaube noch ein paar Überzüge. Ja, die Arme respawnen immer besser, muss ich sagen. Jetzt habe ich so arg an den Rücken, an den Armen gearbeitet, was so auch Ansteuerung angeht. Und jetzt wachsen die auf jeden Fall genauso, wie ich mir das vorgestellt habe, nach 12 Jahren. War auch wieder so eine Ego-Sache. Mal zurückstellen, Bewegungsmuster neu erlernen und dann wieder attackieren und dann schwerer trainieren. That's the way to go. Incline Dumbbell Curls, so ähnlich wie die Übung am Kabel, wo ich immer mache, wo der Arm sozusagen hinterm Körper ist, nur mit Kurzhanteln. Auch ein ganz cooles Ding eigentlich, kann man auch einbauen, aber mir ist immer wichtig, wie gesagt, die Winkel abzuarbeiten, sei es jetzt beim Rücken, die verschiedenen Muskeln oder beim Bizeps die 2 Köpfe. Wenn du hinterm Rücken trainierst, dann machst du eher sowas für den Peak oder hier so den hier. Und wenn du vor dem Körper arbeitest, dann halt was für einen anderen Kopf. Und so finde ich, ja, kann man gut im Training vorgehen, kann man alles abarbeiten und dann passt die Sache. Abschließend hänge ich mich immer noch ganz gern aus, so 2-mal 1 Minute oder so, einfach weil ich finde das tatsächlich, so dumm wie es klingt, gegen Schulterprobleme oder so die beste Prävention ist. Oder auch für Wirbelsäulenpatienten irgendwie gerade die Lendenwirbelsäule unten mal richtig aushängen zu lassen. Kann ich jedem empfehlen. Oder wie wir standen gestern 8 Stunden, nicht viel gelaufen, sondern eher immer nur so
Compression von der Wirbelsäule. Da ist es ganz geil, einfach sich auszuhängen. Ansonsten Stretching kann man extra noch machen, mache ich am Rest Day. Gerade in der Vorbereitung, ich muss sagen, in der Offseason bin ich da ab und zu ein bisschen schlampiger, aber kann man am Rest Day machen. Aber wenn du mit vollem Bewegungsradius trainierst, dann hast du eigentlich dein Stretching schon sozusagen mit im Training inbegriffen. Also wer komplette Kniebeugen und Beinpressen macht, was ich auch immer, oder wo ich auch großer Fan bin von, der muss sich gar nicht mehr richtig stretchen. Das Ganze, man sagt so, oh, das Training verkürzt. Das ist halt meistens bei denen, die nicht über den vollen Bewegungsradius trainieren und das dann über Zeit einfach so stiff bzw. halt verspannt wird und man dann halt so aussieht, das kann man sich nicht bewegen, so und seine Schuhe nicht binden. Und deswegen ist auf jeden Fall wichtig, auch da genug Beweglichkeit zu haben. Bei mir ist ja auch, meinte Stefan, hier könnte auch mehr gehen. Das Kind, wir kennen es ja alle, die Hände hinterm Rücken zusammen. Jetzt Katastrophe, funktioniert nicht. Aber gut, aufgrund der Muskulatur und nicht der Beweglichkeit. Aber hier wäre ich noch beweglicher, könnte ich eben noch besser hier auch meinen langen Trizepskopf trainieren. Also hängt schon alles miteinander zusammen. Zu klein. Ich fühle mich gerade wie ein 212er. Oh. So. Gediegen aushängen. Und in diesem Sinne würde ich mich auch schon fast vom EVLS-Wochenende verabschieden. War, wie gesagt, ein richtig geiles Bodybuilding-Event. Jetzt brennt mir hier gleich der Latz weg, aber das tut gut. Ich hoffe, ihr habt das Video genossen, die Prag-Einblicke, und wir sehen uns schon bald wieder im nächsten. Ich würde sagen, adios amigos und muchachas aus Prag und bis bald. Umgezogen mit feinster Miracle Wear Ware, und wer da auch zuschlagen will, hat die Möglichkeit, denn wir feiern auch Black Week, 50% Rabatt auf den Shop. Ich würde sagen, wer da nicht zuschlägt, das weiß ich auch nicht, Junge oder Mädel.